Introducing Sega Saturn. Der Sega Saturn, im Westen damals ein kommerzieller Flop und heute einer der teuersten und begehrtesten Retro-Konsolen überhaupt. Während die PlayStation 1 quasi für ein paar Euro zu haben ist, zahlt man für einen Saturn im Paket locker 300 Euro. Warum ist das so? Was macht den Saturn so besonders? Und wie könnt ihr euch günstig eine moderne Saturn-Experience aufbauen? Willkommen zu Der Sega Saturn, eine Konsole, die im Westen lange Zeit viel zu wenig Beachtung fand, hat heute einen besonderen Platz in den Herzen der Retro-Gamer. Ursprünglich 1994 in Japan und 1995 in Nordamerika und Europa veröffentlicht, konnte der Saturn nie die Erfolge seines Vorgängers, des Sega Mega Drives, wiederholen. Ein Grund dafür war die starke Konkurrenz durch Sonys PlayStation. Und nicht zu vergessen Sonys berüchtigter E3-Slogan: 299. Doch Jahrzehnte später hat der Saturn einen ganz besonderen Status erreicht. Die Hardware ist inzwischen ein seltenes Sammlerstück, das auf westlichen Marktplätzen oft deutlich höhere Preise erzielt als andere Konsolen seiner Generation. Die Nachfrage nach gut erhaltenen Exemplaren steigt stetig und mit ihrer Nachfrage natürlich auch die Preise. Aber nicht nur die Konsole selbst ist teuer, auch die Softwarepreise für den Sega Saturn sind jenseits von Gut und Böse. Seltene Titel, exklusive Spiele oder limitierte Editionen erzielen heute beeindruckende Summen. Wer für den Saturn sammelt und auf ihm spielen möchte, sollte also ein dickes Portemonnaie mitbringen. Gleichzeitig eröffnet sich aber eine außergewöhnliche Spielebibliothek voller einzigartiger, exklusiver Perlen. Interessanterweise sah die Situation am japanischen Markt zum Release ganz anders aus. Dort gehörte der Saturn zeitweise zu den Top 2 Konsolen am Markt und behauptete sich zwar nicht gegen die PlayStation, dafür aber gegen das Nintendo 64. Entsprechend sind die Preise auf dem japanischen Markt aufgrund der Häufigkeit der Konsole deutlich niedriger. Und hier kommt der spannende Tipp, mit dem ich selbst in die Welt des Saturns eingestiegen bin. Mit sehr wenig Aufwand könnt ihr euch nämlich eine japanische Konsole kaufen und sie so modifizieren, dass sie nicht nur japanische, sondern auch westliche Spiele abspielt. Aber viele japanische Titel sind trotz der Sprachbarriere leicht zugänglich und verständlich. Denn auf japanischen Marktplätzen findet man Spieletitel, die im Westen hunderte Euro kosten, oft für niedrigere zweistellige Beträge. Ein weiterer Vorteil: die Spiele laufen in 60 Hz, während die europäischen Versionen oft auf 50 Hz limitiert sind. Kurz gesagt, es lohnt sich dem überteuerten Retro-Saturn-Markt den Kampf anzusagen. Mit einer japanischen Konsole und einer cleveren Auswahl an Spielen könnt ihr ein echtes Schnäppchen machen. Du fragst dich jetzt aber sicherlich, wie du überhaupt eine japanische Konsole an das europäische Stromnetz anschließt. Kein Problem. Für den Umbau einer japanischen Konsole ist nicht viel nötig. Bei AliExpress oder eBay findet ihr passende Netzteile, die ihr anstelle des Originalnetzteils einbauen könnt. Wahlweise sogar mit USB-C-Anschluss. Die Konsole ist schnell aufgeschraubt und das Netzteil schnell getauscht. Bitte beachtet aber, dass ihr die Konsole vor dem Umbau unter keinen Umständen vorher an das Stromnetz anschließt, auch wenn der Stecker passt. Da der Sega Saturn zwei verschiedene Revisionen hat, die mit unterschiedlichen Spannungen betrieben werden, bringen die meisten Ersatznetzteile auch einen kleinen Schalter mit, bei dem ihr einfach die Spannung von 3,5 Volt auf 5 Volt umschalten könnt. Die Faustregel ist dabei simpel. Der Saturn mit den ovalen Schaltern ist eine V1 und läuft mit der niedrigen 3,5 Volt Spannung. Der Saturn mit den runden Schaltern ist eine V2 und läuft auf 5 Volt. Welches Modell ihr letztendlich präferiert, ist reine Geschmackssache und bleibt euch überlassen. Es gibt keinen wirklichen Unterschied, der gravierend ist. Wollt ihr nun die Konsole region-free bekommen, könnt ihr einfach eine Saru-Card bestellen. Die Saru-Card ist ein echter Alleskönner und wird in den RAM-Erweiterungsslot des Saturns eingesteckt. Die Karte bietet ebenfalls die Möglichkeit, Spiele-Images über SD-Karte abzuspielen und ist eine Art Laufwerksemulator. Was von Vorteil ist, falls das originale CD-Laufwerk mal den Geist aufgeben sollte oder bereits defekt ist. Im Grunde könnt ihr euch auch direkt eine Konsole mit defektem Laufwerk kaufen, so spart ihr ebenfalls nochmal ein paar Euro. Zu guter Letzt steht euch jede Menge neues Zubehör für den Saturn zur Verfügung. Ein kabelloser Controller? Kein Problem.
Retrobit hat neue Wireless-Controller mit Sega-Lizenz im Angebot, die eine exakte Replika des Original-Controllers sind. Und jetzt stellt sich noch die Frage, wie wir den Saturn überhaupt an einen modernen Bildschirm bekommen. Auch das ist kein Problem, denn für wenig Geld findet ihr auch Adapteranschlusskabel, die es euch ermöglichen, die Konsole via HDMI zu betreiben. Und somit habt ihr eine voll modernisierte japanische Sega Saturn mit wenig Aufwand in die moderne Zeit geholt. Gerne stelle ich euch, falls ihr Interesse habt, in einem anderen Video ein paar Titel vor, die in Japan günstig zu haben sind und leicht für westliche Spieler ohne größere Sprachbarriere gespielt werden können. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr an solch einem Video Interesse hättet. Also wie immer, bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao!